Braucht man einen Besuch in Venedig eigentlich wirklich noch? Nach meinem Besuch in Chioggia und Venedig würde ich tatsächlich sagen, nicht unbedingt. Und ich weiß, das ist wahrscheinlich eine ziemlich kontroverse Meinung. Denn in meinem letzten Video habt ihr bereits Chioggia kennengelernt, die kleine Schwester von Venedig. Eine Stadt, die architektonisch erstaunlich ähnlich aussieht, bisher aber vom Massentourismus weitgehend verschont geblieben ist. Doch kann Chioggia das berühmte Venedig tatsächlich ersetzen? Oder gibt es am Ende doch gute Gründe, warum jedes Jahr Millionen Menschen genau dorthin reisen? Nachdem ich nun beide Orte besucht habe, möchte ich euch heute meinen ganz persönlichen Vergleich geben, mit allen Vor- und Nachteilen. Chioggia ist eine kleine Gemeinde mit weniger als 50.000 Einwohnern, etwa 50 Kilometer südlich von Venedig gelegen und bisher weitestgehend vom Massentourismus verschont geblieben. Architektonisch erinnert vieles sofort an Venedig. Enge Gassen, Kanäle, kleine Brücken und dieses typische venezianische Flair. Gleichzeitig gehört zu Chioggia mit Sottomarina auch ein fast 10 Kilometer langer Sandstrand. Ein Vorteil, den Venedig selbst in dieser Form nicht bieten kann. Was mir an Chioggia besonders gefallen hat, war vor allem die Ruhe. Die Stadt war nahezu menschenleer und ich konnte wirklich alles ganz entspannt erkunden, ohne mich durch Menschenmassen kämpfen zu müssen. Genau hier liegt für mich der größte Vorteil von Chioggia. Deutlich weniger Tourismus, deutlich weniger Hektik und ein wesentlich authentischeres italienisches Lebensgefühl. Die Kehrseite zeigt sich allerdings ebenfalls relativ schnell. Weil Anfang April noch absolute Nebensaison war, hatten viele Restaurants geschlossen und es war gar nicht so einfach, überhaupt ein gutes Restaurant für das Mittagessen zu finden. Ich bin letztlich bei Baccaretto da Morgan gelandet, obwohl das Restaurant bei Google gerade einmal eine Bewertung von 3,5 hatte. Ich hatte dort allerdings sehr gute Lachsgnocchi zu einem absolut fairen Preis und war positiv überrascht. Aufgrund seiner überschaubaren Größe bietet Chioggia natürlich auch nicht unbegrenzt viele Freizeitmöglichkeiten. Man kann mit dem Traghetto die Umgebung vom Wasser aus erkunden, am Strand entspannen oder Wassersport betreiben. Viel mehr Aktivitäten gibt es allerdings nicht. Deshalb würde ich sagen, Chioggia eignet sich perfekt für einen entspannten Tagesausflug oder für Reisende, die bewusst einen ruhigeren Ort abseits der Touristenströme suchen. Ein weiterer Vorteil: In Chioggia gibt es keine Touristengebühr, wie sie in Venedig mittlerweile an bestimmten Tagen des Jahres erhoben wird. Auch Übernachtungen sind hier deutlich günstiger als in Venedig selbst. Und damit kommen wir zu Venedig. Venedig wird jedes Jahr von rund 15 Millionen Touristen besucht. Und ehrlicherweise hatte ich bei meinem Besuch Ende Mai das Gefühl, als wären sie alle gleichzeitig dort gewesen. Übertourismus hinterlässt deutliche Spuren. Die Stadt wirkte auf mich stellenweise wirklich schmutzig, überall lag Müll und einige Touristen verhalten sich dort leider eher so, als wären sie in einem Freizeitpark, als in einer historischen Weltkulturerbestadt. Für mich persönlich war das teilweise kaum auszuhalten. Deshalb habe ich beschlossen, meine Erkundungstour bereits morgens kurz vor 6 zum Sonnenaufgang zu starten. Und selbst da war ich nicht alleine unterwegs. Trotzdem konnte ich einige Aufnahmen machen, die zeigen, warum Venedig weltweit eine solche Faszination ausübt. Und genau hier zeigt sich auch sofort der größte Unterschied zu Chioggia. Venedig bietet schlichtweg mehr. Deutlich mehr. Die Architektur ist einzigartig, die Kanäle wirken noch imposanter, überall gibt es kleine, versteckte Plätze, beeindruckende Kirchen, historische Gebäude und gefühlt hinter jeder Ecke wartet ein neues Fotomotiv. Die gesamte Stadt fühlt sich wie ein riesiges Freiluftmuseum an. Ich habe mir ein 48-Stunden-Ticket für den Verkehrsverbund ACTV für 35 € gekauft. Damit kann man nahezu alle Wasserbuslinien sowie die Busverbindung zwischen Mestre und Venedig nutzen. Lediglich der Flughafenbus ist nicht enthalten. Ganz ehrlich, ich empfinde diesen Preis als ziemlich unverschämt. Ich bin allerdings so oft mit dem Vaporetto gefahren, dass es sich am Ende zumindest gelohnt hat.
Ich habe unter anderem Murano und Burano besucht. In Murano war ich in der jüngsten Glasbläserei der Insel. Der Eintritt dort ist kostenlos und man kann den Glaskünstlerinnen direkt bei der Arbeit zuschauen. Es werden dort sogar Kurse angeboten, bei denen man selbst sein eigenes Glaskunstwerk herstellen kann. Burano war dann ein kompletter Kontrast zur Innenstadt von Venedig. Dort waren deutlich weniger Menschen unterwegs und man konnte die bunten Häuser deutlich entspannter genießen. Der Aufenthalt dort hätte mich vermutlich komplett entschleunigt, wenn es nicht gerade 33 Grad im Schatten gewesen wären. Aber das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau und meiner Reisezeit geschuldet. Einen weiteren Tag habe ich auf Lido verbracht und dort den Strand getestet. Ehrlicherweise war ich davon eher etwas underwhelmed. Für mich fühlt sich das ein bisschen an wie die italienische Ostsee. Aber unabhängig davon zeigt sich hier wieder der entscheidende Unterschied. In Venedig gibt es einfach unglaublich viel zu erleben. Deshalb finde ich persönlich, dass ein Tagestrip Venedig überhaupt nicht gerecht wird. Wenn man wirklich etwas von der Stadt haben möchte, sollte man mindestens 2 bis 3 Tage einplanen. Allerdings bringt das direkt den nächsten Nachteil mit sich: Übernachtungskosten. Hotels in Venedig sind häufig absurd teuer. Ich habe deshalb im A&O Hotel in Mestre übernachtet. Von dort fährt hinter dem Hotel ein Bus nach Venedig und preislich war das Ganze deutlich angenehmer. Zusätzlich kann man sich dadurch sogar von der Touristengebühr befreien lassen. Wenn ich beide Orte nun direkt miteinander vergleiche, ergibt sich für mich ein ziemlich klares Bild. Chioggia punktet für mich ganz klar mit Ruhe, Authentizität, niedrigen Preisen, weniger Tourismus und einem insgesamt deutlich entspannteren Reiseerlebnis. Der Nachteil allerdings, dass man dort deutlich weniger leben kann und die Stadt eher für einen Tagesausflug oder einen entspannten Strandtag geeignet ist. Venedig hingegen bietet weltberühmte Sehenswürdigkeiten, einzigartige Architektur, Inseln wie Murano und Burano, deutlich mehr Aktivitäten und insgesamt ein Erlebnis, das man so nirgendwo auf der Welt bekommt. Der Preis dafür ist allerdings hoch. Massentourismus, hohe Kosten, überfüllte Gassen und leider auch das Gefühl, dass die Stadt inzwischen unter ihrem eigenen Erfolg leidet. Wenn ich rein nach meinem persönlichen Gefühl gehe, hat mir Chioggia tatsächlich besser gefallen. Mein Fazit ist deshalb ziemlich einfach. Wenn ihr in der klassischen Hochsaison unterwegs seid und keine Lust habt, euch mit tausenden anderen Touristen durch enge Gassen schieben zu lassen, dann werdet ihr vermutlich Chioggia deutlich mehr genießen. Wenn ihr allerdings die Möglichkeit habt, in der Nebensaison nach Venedig zu reisen und mindestens 2 oder besser 3 Tage einzuplanen, dann solltet ihr Venedig auf keinen Fall auslassen. Denn bei aller Kritik ist und bleibt diese Stadt einfach einzigartig. Aber vielleicht ist Chioggia am Ende genau das Venedig, das sich viele Menschen eigentlich wünschen würden. Hat dir das Video gefallen? Dann lass doch gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da. Dich erwartet künftig noch viel weiterer Reise-, Katzen- und Food-Content.